Leute, wir haben uns da runtergekämpft. Einige haben sich auf die Fresse gelegt, das sah ziemlich lustig aus. Aber es ist natürlich nicht lustig. Es hat hier angefangen zu regnen, es ist extrem glatt. Aber was soll man machen? Es ist trotzdem warm. Wir fahren jetzt zu La Manuela Hacienda. Moin Freunde, wir sind jetzt angekommen auf der Privatinsel vom Pablo Escobar, vom größten Drogenboss aller Zeiten. Das ist sein Ferienhaus hier, La Manuela Hacienda, schön inmitten des Stausees von Guatape. Der hat allerdings einen niedrigen Wasserstand, also hier schon im Vergleich sehr viel Trockenzeit die letzten Jahre gewesen, wenig Niederschlag. Und ja, das Ferienhaus nutzte er hier, um den alltäglichen Stress in Medellin zu entkommen. Er benannte es nach seiner Tochter. Und das ganze Ding hier, diese riesengroße Villa auf diesem riesigen Areal, wurde 1993 von der Bürgerwehr Los Pepes bombardiert und zerstört. Die haben knapp 200 Kilogramm TNT in der Mitte platziert, so sagt man zumindest. Und die Bürgerwehrgruppe Los Pepes wurde angeblich vom feindlichen Kartell finanziert. Ob es stimmt, weiß man nicht. Allerdings hat die Bombe einiges zerstört, aber nichtsdestotrotz sieht die Villa noch ziemlich gut aus. Den Grundriss erkennt man noch, auch nach der Detonation, weil die massiven doppelseitigen Wände mit einem Hohlraum dazwischen haben den Angriff standgehalten. Und das war auch der Sinn und Zweck, die feindlichen Leute in Schach zu halten. Und natürlich sollten die Zwischenräume auch als Lagerort für Drogen, Geld und Waffen und was weiß ich nicht alles genutzt werden. Und wir gehen da jetzt einfach mal rein und schauen uns das an. So, man sieht, die Detonation hat einiges zerstört, aber nicht alles, wie gesagt. Also es wurde für damalige Verhältnisse schon massiv gebaut. Seit der Explosion sind ja jetzt auch schon 30 Jahre vergangen. Und natürlich hat sich die Natur auch einiges zurückgeholt. Aber hier sieht man zum Beispiel auch einen Zwischenraum. So denke ich zumindest. Natürlich waren hier nach der Explosion auch viele Plünderer. Die haben noch in den Wänden nach Geld gesucht, jeglicher Art, und nach Drogen, nach Waffen. Laut Einheimischen hier wurde aber nie etwas gefunden. Aber wer von euch würde schon zugeben, wenn er eine Million gefunden hat? Also wer weiß, ob es stimmt. Der soll ja unzählige Millionen, wenn nicht sogar hunderte Millionen verbuddelt haben. Die sind ja teilweise dann einfach nur vermodert in der Erde. Aber es ist schon imposant. Da oben das Haus, da gehe ich auch gleich nochmal hin, da soll die Mutter gewohnt haben auf diesem riesigen Areal. Und viele Touristen verirren sich hier tatsächlich auch nicht hin. Die Anreise ist jetzt auch nicht die schönste. Wie man hört, der Boden ist noch ziemlich durchnässt, meine Schuhe sehen aus. Ist natürlich jetzt auch einsturzgefährdet. Okay, da ist ein Partyboot mit Frauen und Männern, wie ihr gehört habt. Machen ein bisschen Stimmung, ganz schön laut. Hier sieht man so einen schönen Balkon, also man kann ihn sich zumindest vorstellen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das Wasser bis nach oben ging, wo man den grünen Ansatz sieht, hat er sicherlich hier sehr schön gelebt. Diese Insel, man kommt nur mit einem Boot hier hin. Alles ist hier noch am Tropfen vom Regen. Überall haben die Leute nach Geld gebuddelt und in die Wände geschlagen und ist aber schon ziemlich zersetzt. Wer weiß, wie lange das hier generell noch steht. Das könnte ja jederzeit einbrechen, einstürzen. Aber ist schon cool hier auf diesem Gelände von Pablo Escobar.
rumzulaufen. Wer weiß, was hier alles passiert ist. Wie viele Menschen hier wahrscheinlich ihr Leben verloren haben. Schon. Also dieses Boot geht mir gerade ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Ansonsten ist das hier echt schön ruhig. So. So, gucken wir mal. Bisschen Street Art, ein bisschen Graffiti an den Wänden. Ja, der gute alte Pablo, der ist immer noch ein Idol für die Einheimischen hier. Er hat der Bevölkerung viel Gutes getan. Er hat Krankenhäuser gebaut, Schulen gebaut und so weiter. Der Pool sieht ja, dafür, dass er so alt ist, noch ziemlich gut aus. Ich würde da jetzt nicht reingehen, aber hier wurden wahrscheinlich ziemlich verrückte Partys gefeiert, wenn man sich das mal vorstellt. So wie die typischen Netflix-Serien, Narcos. Schon crazy. Kann man sich richtig vorstellen, wie die hier Party gemacht haben und ein bisschen Alkohol getrunken haben. Die ganzen Frauen hier oben ohne im Pool ein bisschen getanzt haben. Also ich kann mir das schon ziemlich gut vorstellen. Na Diggi? Na Diggi? Ja, was denn los? Ja, was denn los? Immer ruhig machen, immer ruhig machen. So, keine Ahnung, wo die herkommen. So, hier ist eigentlich abgesperrt, aber wir gucken mal. Aber es ist natürlich auch nicht viel zu sehen. Wird schon ganz schön zerkloppt. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Was ist hier denn? Ich mach mal mit dem Handy Licht. Ach du Kacke. Viel sieht man nicht, außer dass das Wasser hier steht. Hier gibt es auch nicht viel zu sehen. Da wollen wir mal nicht weiter reinkrabbeln. Das ist ja auch ein sehr imposanter Baum. Was ist das hier? Das sind ja coole Blüten. Was ist das für ein Baum? Wenn das jemand weiß, schreibt gerne in die Kommentare. Der Hund verfolgt uns hier. Wie nennen wir ihn? Don Juan? Don Juan. So, wir gehen mal nach oben. Gehen mal nach oben. Wie gesagt, ich bin der Meinung, hier oben hat seine Mutter gewohnt. Aber ist schon eine coole Insel, wenn man sich mal vorstellt, das gehört einem hier und man hat noch ein intaktes Ferienhaus. Schon ziemlich geil. So. Laufen wir mal nach oben. Es ist auf jeden Fall wärmer hier, als man sich das vorstellen kann.
Oder als es aussieht, besser gesagt. Auch sehr cool hier. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und das Licht spielt mir hier nicht rein. Jetzt fehlt hier irgendwie noch ein Bierchen. So ein kleines Agila. Salut auf Pablo. Ich glaube, das ist gerade schwierig. Gucken. Auch noch diverse Räumlichkeiten hier. Naja, die Angestellten von Pablo werden ja sicherlich auch hier gewohnt haben. Koch, Gärtner, Soldaten zum Aufpassen, Sicherheitsleute. Auf jeden Fall ist der hier natürlich schon sehr geschützt. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist hier nur so eine Insel. Also hier kannst du nicht einfach mal hin. Los Pepes hat das in einer Nacht- und Nebelaktion, wahrscheinlich unbesetzte Insel, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Hier durchgezogen mit der Bombe. Aber 8 Monate später wurde er erschossen nach diesem Attentat hier. Es war ja kein richtiges Attentat, aber nach diesem Angriff hier. 1993. Also man könnte meinen, es war nicht sein Jahr. Was ist das denn hier? Sieht eher aus wie ein Stall. Wahrscheinlich hatte er natürlich auch viele Pferde gehabt. Gehört sich ja so für einen guten Drogenboss in Südamerika. Da muss man ganz viele Pferde haben. Ich denke mal, das wird hier der Stall gewesen sein. Ja, würde ich sagen, ne? Würde ich sagen. Das sieht eher nach Stall aus, wobei, was meint ihr? Das sieht hier auch schon wieder aus nach einem Badezimmer. Naja. Na gut. So, das hier ist der Helikopterlandeplatz von Don Pablo. Ja, manche haben noch nicht mal eine Garage, andere haben Helikopterlandeplatz. Kann man natürlich machen. Das ist schon eine geile Insel. Geile Bäume. Aber jetzt fängt es auch wieder leicht an zu regnen. Also es ist sehr wechselhaft hier. Das wird hier mittlerweile so ein bisschen ausgeschlachtet jetzt, obwohl hier nicht viele Touris sind, aber hier hat sich jetzt gerade wieder ein Unternehmen angesiedelt. Man kann hier Paintball spielen und Quad fahren, natürlich für absolute Touri-Scam-Preise, aber deswegen bin ich auch nicht hier. Mich interessiert die Geschichte und euch wahrscheinlich auch, sonst würdet ihr ja nicht reinschalten. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar oder gebt mir ein Herz oder einen Daumen, das würde mich sehr freuen. Man hört hier das Quad im Hintergrund, das springt nicht an, das gute Stück. Gucken wir hier nochmal. Wurde auch alles ausgeschlachtet. Überall haben sie in den Wänden und Decken nach Geld gesucht. Selbst bei Mama. Was los, Mama? Was ist das denn hier? Na gut, das sieht man auch nichts mehr. Wahrscheinlich
kommt auch in den Keller rein. Hier haben die Leute auch nach Geld gebuddelt. Also es sind schon ganz schöne Hohlräume hier. Da kann man natürlich die ein oder andere Mark verstecken. Es muss ein wirklich imposantes Gebäude gewesen sein. Generell die ganze Anlage. Ja, was scheint das gewesen zu sein? Küche, Badezimmer, Nasszeile. Hier auch Anschlüsse. Hier war wahrscheinlich die Küche. Das ist wieder so ein Gockel. Oh, der macht sich ganz schön. Bambus. Mit Holz und Beton gegossen. Ah, guck mal, hier sieht man sogar Paintball-Anlage mittlerweile. Spielen ja nicht so viele, würde ich sagen. Also für einen kleinen Taler hätte ich da jetzt auch Bock drauf, aber so. Touri-Scam, alles Touri-Scam. Okay, hier war das Badezimmer. Ja. Die Mutti hatte das wahrscheinlich sehr nett hier. War ja auch ein Familienmensch. Zumindest so wie man liest. Okay. Hier scheint auch eine Küche gewesen zu sein. Oder auch ein Badezimmer. Ich meine, wer so reich ist oder reich war, hat ja natürlich nicht nur ein Badezimmer. Was will man mit einem Badezimmer? Wenn man 2 oder 3 Badezimmer haben will, dann hat man natürlich. Oder 5 Schlafzimmer. Was soll der Geiz? Ja, das sieht auch aus nach einem Badezimmer. Jo. Wer hat, der kann. Mal kein Auge machen. Mal kein Auge machen. Ja, mal gucken. Ja Leute, ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Und wenn doch, schneide ich es noch rein. Ich verabschiede mich dann erstmal. Bleibt am Ball. Das nächste Video kommt.